kleines Hotel am Waldrand in der Nähe des Hwange-Reservats in Simbabwe. Das Nachmittagslicht strömt durch die großen Glasflächen in die Hauptlobby. Der Raum war so still, dass man nur das Geräusch der Klimaanlage und das Gekritzel der Stifte hören konnte. Eine junge Rezeptionistin namens Amara Shikonde stand am Empfangstresen und machte sich Notizen, ohne zu wissen, was auf sie zukam. Amara trug eine gepflegte hellblaue Uniform, ihr langes Haar war tief zusammengebunden, ihre Figur war zierlich und ihre Augen waren auf das Reservierungsbuch gerichtet. Eine Überwachungskamera zeichnete von oben jede ihrer Bewegungen auf. Draußen schien die Sonne trocken und die Bäume wiegten sich sanft in der frühsommerlichen Brise. Die Glastür wurde leicht geöffnet, um die Brise hereinzulassen, und schuf so plötzlich Platz für den Eindringling. Von den Stufen vor der Halle kam leise und lautlos ein großer Schatten herein. Es war ein junger männlicher Löwe, seine spärliche Mähne war mit rotem Staub bedeckt, sein Körper war mager und zitterte. Scharfe Nägel glitten über den polierten Fliesenboden und hinterließen ein leises Klappern wie das Ticken einer Uhr. Überwachungskameras zeichneten jeden seiner Schritte auf, erkannten ungewöhnliche Bewegungen und lösten sofort einen roten Alarm aus. Der Löwe bewegte sich langsam, seine Augen waren trüb, als wäre er gerade aus einem langen Koma erwacht. Sein Bauch war flach, seine Hinterbeine schlaff, seine Nase lief und er atmete schwer, als wäre er tagelang dehydriert gewesen. Es brüllte nicht, es sah sich nur mit den Augen eines gequälten, verlorenen Geschöpfs um. Allmählich betrug die Entfernung zwischen ihm und Amara weniger als 3 Schritte. Sein Schatten fiel lang auf den Boden, direkt hinter dem ahnungslosen Mädchen. Der schicksalhafte Moment rückte näher und wurde Bild für Bild klar und deutlich auf der Kamera festgehalten. Amara drehte sich versehentlich um ein Handtuch zum Abwischen des Tisches zu holen, als ihr Blick auf die Silhouette eines still dastehenden Löwen fiel. In diesem Moment öffneten sich ihre Augen weit und ihr ganzer Körper erstarrte wie eine Statue an einem Sommernachmittag. Sie wagte nicht zu schreien, sondern trat nur langsam einen Schritt zurück und hielt ihren Atem ruhig. Der Löwe blieb regungslos, neigte nur den Kopf, um sie anzusehen, seine Augen waren nicht grimmig, sondern leer und schmerzerfüllt. Die Luft in der Halle schien ausgesaugt zu sein, jede Sekunde fühlte sich wie Stunden an. Amara stützte sich mit den Händen auf der Theke ab, um das Gleichgewicht zu halten. Ihr Herz hämmerte so heftig, dass es ihr fast die Luft abschnürte. Der Löwe stöhnte plötzlich leise, sein Kopf war tief gesenkt, sein ganzer Körper schien zusammenzubrechen. Sein linkes Vorderbein blutete, über dem Knöchel steckte noch immer eine verrostete Eisenfalle. Amara war entsetzt, blieb aber ruhig und ließ ihren Blick nicht von der schweren Wunde ab. Blut tropfte vom Eingang zu der Stelle, an der er stand, und breitete sich zu einem dunkelroten Fleck aus. Der Löwe taumelte einen Moment lang, dann brach er plötzlich zu Boden und rang mit seinem ganzen Körper nach Luft. Der Geruch von Blut, sonnenverbranntem Fell und Walderde vermischte sich. Amara zog ihr Telefon aus der Rocktasche, ihre Stimme zitterte, aber sie war entschlossen, und rief das Hwange Wildlife Rescue Center an. Sie beschrieb den Zustand des Tieres und den Standort des Hotels genau und forderte eine Notfallrettung an. Der Löwe lag regungslos, aber lebendig da, seine Ohren zuckten leicht und seine Augen waren halb geöffnet. Amara nahm ein sauberes Handtuch, legte es daneben und blieb dann ein paar Meter entfernt stehen, um Wache zu halten. Ein anderer Hotelangestellter betrat schreiend die Lobby, aber Amara bedeutete ihm schnell, Ruhe zu geben. Sie forderte alle Gäste auf, den Raum zu verlassen und blieb, um auf das Rettungsteam zu warten. 10 Minuten später hielt ein Rettungswagen direkt vor der Lobby. 3 Mitarbeiter in unverwechselbaren Uniformen kamen herein, Jonas Ntube, Fare Moyo und die Tierärztin Evelyn Banda. Eine Person näherte sich dem Löwen von hinten, die anderen beiden standen davor. Sie überprüften seine Atmung, untersuchten seine Wunde und entschieden sich für eine sichere Narkosedosis. Die Nadel wurde leicht in den Oberschenkel des Löwen geschossen, er erschrak, leistete jedoch keinen Widerstand. Weniger als eine Minute später entspannte sich sein Körper, er atmete gleichmäßig und fiel in einen friedlichen Schlaf. Die Eisenfalle wurde mit einem Spezialwerkzeug entfernt, erneut trat Blut aus. Ein tiefer Schnitt,
der die Sehnen freilegt, offensichtliche Anzeichen einer Infektion mit geschwollener Haut. Sie legten einen provisorischen Verband an, um die Blutung zu stoppen, und legten das Tier dann vorsichtig auf eine Trage mit Rädern. Amara kam näher, nahm Dr. Evelins Hand und fragte, wird es überleben? Der Arzt lächelte, wäre es ein paar Stunden später gewesen, wäre er wahrscheinlich nicht mehr zu retten gewesen. Der Löwe wurde Shumba genannt, was auf Shona, Löwe, bedeutet eine Art, seinen Geist zu ehren. Das Spezialfahrzeug mit Shumba verließ das Hotel und trug eine schwache Hoffnung in sich. Überwachungskameras zeichneten den gesamten Vorfall auf, wie einen beispiellosen natürlichen Nachrichtenbericht. Amara stand da und sah zu, wie das Auto um die Ecke verschwand. Ihre Hände waren gefaltet und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Shumba wurde in schwachem Zustand direkt in den Operationssaal gebracht. Die Tierärzte reinigten die Wunde schnell, entfernten das nekrotische Gewebe und nähten sie zu. Sein Körper erhielt ständig Antibiotika, Infusionen und Schmerzmittel. Das verfilzte Fell wurde um die Wunde herum abrasiert und gab den Blick auf rote, geschwollene Haut frei. Sie entdeckten viele alte Wunden, die über den Körper verstreut waren, was darauf hindeutete, dass er schon seit geraumer Zeit umhergeirrt war. Am ersten Tag aß Shumba nichts, sondern lag einfach zusammengerollt auf der Schaumstoffmatratze. Ein junger Arzt in der Nachtschicht saß da, las ein Buch und spielte leise Musik, die ihm half, sich zu beruhigen. Am dritten Tag begann Shumba, etwas von der Fleischbrühe zu lecken und seinen Kopf sanft zu bewegen. Die gute Nachricht wurde Amara mitgeteilt, die sofort zu Besuch kam und eine Stunde lang am Käfig saß. Als Shumba sie sah, öffnete er die Augen und starrte sie an, als ob er die erste Person erkannte, die keine Angst vor ihm hatte. Von diesem Tag an erholte sich Shumba schneller, begann, rohes Fleisch zu essen und lernte, im Käfig herumzulaufen. Die Wunde trocknete allmählich, die Nähte heilten und neues, glattes, goldenes Haar wuchs um die spärliche Mähne. Es wurde in ein halbwildes Wiederherstellungsgebiet mit Bäumen, Felsen, Bächen und Vogelstimmen verlegt. Hier übt es die Jagd auf falsche Beute, um seine natürlichen Reflexe wieder zu erlangen. Dr. Evelyn und ihre Kollegen beobachten jeden Tag und beurteilen die gesundheitlichen Fortschritte. Nach mehreren Monaten wurden die Freigabedokumente erstellt. An diesem besonderen Tag war auch Amara anwesend und trug das weiße Handtuch, das am ersten Tag neben Shumba gelegt worden war. An einem klaren Morgen brachte ein Spezialfahrzeug Shumba in den tiefen Wald des Wangeschutzgebiets. Die Käfigtür öffnete sich zum hohen Gras, wo es nur Wind, Sonne und Vogelgesang gab. Shumba stieg aus, hob den Kopf, um die Luft zu schnuppern, seine Ohren waren gespitzt, seine Augen leuchteten. Es rannte nicht in Eile, sondern blieb nur einen Moment stehen, als wolle es einen tiefen Atemzug der Freiheit nehmen. Amara stand in einiger Entfernung, winkte leicht, ihre Augen waren voller Emotionen. Shumba drehte sich ein letztes Mal um, seine Augen waren ruhig und dankbar. Ein tiefes Brüllen kam aus seiner Kehle, dann stürmte die mächtige Gestalt in den Wald. Applaus brandete auf, alle lächelten, obwohl es sich anfühlte, als würden sich ihre Herzen trennen. Der weiße Schal, den Amara in der Hand hielt, wehte im Wind und blieb als Erinnerung an einem Ast hängen. Shumba kehrte dorthin zurück, wo er hingehörte, in den wilden Wald, wohin er fast nie zurückkehrte. Die Geschichte von Shumba und Amara verbreitete sich wie ein wahres Wunder schnell in ganz Simbabwe. Amara wurde für ihre Ruhe und Tapferkeit geehrt und wurde zu einer humanitären Ikone in der Dienstleistungsbranche. Und Shumba, der Löwe, der überlebte, wurde zur Legende, festgehalten von Hotelkameras, ein Bericht aus der Wildnis.